wieder samstags gehen, wie auf große Tour. Immer wieder samstags ruft uns die Erzgebirgsnatur. Es lockt der Blütenduft und der Vogelsang, es lockt die Berge. Beim letzten Mal lag feiner Nebel über dem Erzgebirge. Der Popovská Hora, ein stiller Schatten im Grau. Und schon wieder befinden wir uns auf einer wunderschönen Wanderung hier bei uns im Erzgebirge. Wir erkunden heute noch einmal den Popovská Hora. Da gibt es schon ein Video, und zwar waren wir damals unterwegs, da war nur Nebel und heute scheint die Sonne. Mal gucken, was passiert. Und wenn ihr wollt, dann kommt ihr mit. So, wir haben Blau verlassen und bewegen uns jetzt auf Rot weiter. Das Gipfelkreuz war kaum zu erkennen, nur aus der Nähe sichtbar. Heute ist alles anders. Klare Luft, weite Sicht, ein Tag wie gemalt. Auf Erkundungstour in Tschechien, lachend tschechisch, Radebrech. Das Hotel Havelovka mit kleiner Sauna. Einfach nur schön. Dobrý den, naš Vedano. Und wir nähern uns bereits dem nächsten Abzweig. Wir sind jetzt oberhalb von Mariánska, biegen hier nach links ab. Und zwar in Richtung Chimický vrch. Im Restaurant serviert man Svíčkovou. Auf unseren Wegen durch das Land reichen wir dem Nachbar still die Hand. Auf Erkundungstour in Tschechien, lachend tschechisch, Radebrechen, Dobrý den, naš Vedano. Da hinten sehen wir den Keilberg. Ich hoffe, ihr seht den auch. Ein Kreuz auf der Wiese. Hier stand mal ein Haus früher. Und hier verläuft auch der Stoneman. Und ganz davon sind wahrscheinlich gerade ein paar Radfahrer, Mountainbiker unterwegs, die den Stoneman heute bezwingen werden. Im Restaurant serviert man Svíčkovou. Auf unseren Wegen durch das Land reichen wir dem Nachbar still die Hand. Erkundungstour in Tschechien, lachend tschechisch, Radebrechen, Dobrý den, naš Vedano. Im Restaurant serviert man Svíčkovou. Wir steigen erneut hinauf auf den Popovská Hora auf 901 Meter Höhe. So, und jetzt wird es ein bisschen abenteuerlich. Wunderschöne Single Trails hier. Jetzt geht's auf den Popovská Hora. Heute habe ich jemand mit. Auf unseren Wegen durch das Land reichen wir dem Nachbar still die Hand. Es sind neue, interessante Welten, kleine Wunder, gar nicht selten. Voller Neugier sind wir dann
bleiben an dem Wunder dran, erkunden Tschechien Stück für Stück und erfahren pures Glück. Hinter dem Kreuz der Keilberg. Wenn ich auf der Karte richtig geguckt habe, ist das der Welki-Rübnik. Es sind neue, interessante Welten, kleine Wunder, gar nicht selten. Voller Neugier sind wir dann, bleiben an dem Wunder dran, erkunden Tschechien Stück für Stück und erfahren pures Glück. Was für eine Aussicht. Doch diesmal führt uns der Weg weiter und was wir entdecken, ist mehr als nur schöne Landschaft. Auf dem Popovská Hora war es wunderschön. Da wir aber dort oben keine Wurzeln schlagen wollen, bewegen wir uns weiter jetzt in Richtung, also nicht in Richtung, sondern auf dem Stoneman, bis wir dann auf eine grüne Wegmarkierung treffen und der folgen wir dann in Richtung Popovská Kříže. Das sind die Popover Kreuze, glaube ich. Ja, lassen wir uns überraschen. Das ist jetzt Neuland für mich. Ich hoffe, ihr habt das Summen auch gehört. Summ, 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 summ. Geschichten verhangen voller Zauber. Unser Ziel, der kleine, ehemalige Ort Popov, Pfaffengrün. Grüßt mich mein Erzgebirge immer und wieder aufs Neue. Grüßen die Geschichten vom Erzgebirgskamm. 2 uralte Linden stehen dort. Ihre Stämme umschlungen von einer Bank. Ein Ort zum Verweilen, ein Ort zum Träumen. Zwischen den Gipfeln liegen sie, vergraben die Geschichten der Heimat. Vor Sehnsucht streben sie zum Licht. Geschichten und Sagen. Wir lauschen der Geschichte einer Linde, dem Flüstern des Windes, dem Klang der Vergangenheit. Vom Erzgebirgskamm Příběhy a legendy z hřebenek rušných hor. Ich lausche den Stimmen der Vergangenheit. Sie erzählen, sie lachen, sie weinen und schreien. Ich schaue auf endlos grüne Wälder, herrliche Täler, schäumende Bäche, Geschichten und Sagen vom Erzgebirgskamm. Mensch, bleibe stehen. Ruhe doch ein bisschen in meinem Schatten. Stell dir vor, wie viele Geschichten hier vorgefallen sind, von wie vielen menschlichen Schicksalen ich Zeuge war. Dein Leben scheint mir so kurz zu sein. Ich sehe Handwerk und unsere Kunst, Rache mal Schwibbogen, Weirich, Katze, die Vergangenheit lebt in uns und in der Gegenwart.
Nicht weit entfernt das Popowski Krzyż, ein Gipfelkreuz, das über dem Tal wacht. All die Ängste und Sorgen verborgen in den Sümpfen. Popowski Krzyż auf 720 Meter Höhe. Wir müssen sie nur hören, müssen sie nur verstehen. Ich schaue auf, Da Endlos sind wir. grüne Wälder, herrliche Täler, Wow, unser zweites Gipfelkreuz heute. schäumende Bäche, Geschichten und Sagen. Hier oben weht der Wind Geschichten herauf, von verschwundenen Dörfern, von Ziegenkäse, der einst sogar bis nach Karlsbad wanderte, von Menschen, die kamen, lebten und wieder gingen. Das Schicksal von Popov. Ein Stück weiter den Weg hinab erinnert eine kleine Kapelle an diesen Schicksalsort. So könnte man ihn auch bezeichnen. Zwischen alten Mauern und Wiesen steht eine Kapelle, halb restauriert, schlicht, schön, still. Sie erzählt von dem, was war und von dem, was geblieben ist. Geschichten und Sagen vom Erzgebirgskamm. Sibir a legendy, Srebrne Kuśni Hor. Die Landschaft erzählt leise von Wandel, von Erinnerung, von dem, was bleibt. Und wir hören zu. Au! Man soll auf den Weg achten und nicht immer mit der Kamera rumrennen. Ja, hier ist wieder schön ausgeschildert. Hier geht es jetzt auf Gelb in Richtung Jachimow.
Vor uns wieder Osthof. Und bald sind wir in Jáchymov. Man könnte jetzt quasi sagen, viele Wege führen nach Jáchymov. Die weiße Teufelskralle, riesengroß hier. Immer wieder samstags gehen wir auf große Tour. Immer wieder samstags ruft uns die Erzgebirgsnatur. Es lockt der Blütenduft und der Vogelsang. Es lockt die Bergeshöhe und des Waldes Klang. Immer wieder samstags zieht es uns weit hinaus. Immer wieder samstags brechen wir zu neuen Abenteuern auf. Ob heiß die Sonne brennt oder Regen fällt, wir lieben jedes Wetter, das von Freiheit uns erzählt. Auf den Wegen unserer Träume wandern wir frohgemut. Immer wieder samstags im Erzgebirgsheimatland.